Bevor wir loslegen können mit dem Schwert, müssen wir uns natürlich auch erstmal anschauen, wie halte ich ein Einhandschwert richtig. Oder zumindest am Anfang, wie habe ich einen Standardgriff, mit dem ich am Anfang gut arbeiten kann. Uns muss dabei klar sein, gerade als historische Fechter, dass der Streit darum, wie ein Schwert richtig zu halten ist, vermutlich schon genauso alt ist wie die Fechtkunst. Das heißt, man muss am Anfang sich entweder eine Quelle suchen, wo sehr detailliert ein Griff beschrieben ist, oder bei seinem Lehrer, seinem Meister erstmal sich auf einen Griff einlassen, um dann durch Erfahrung die verschiedenen Griffe eben kennenzulernen, von seinem Lehrer aber auch, um selbst zu erkennen, was für einen der richtige Griff ist. Denn ja, wir wollen uns an die historischen Quellen halten, aber auch die historischen Quellen weisen ja schon immer wieder detaillierter darauf hin, dass jeder Fechter anders ist und seine Eigenheiten und Besonderheiten hat. Und das muss natürlich sowohl der Fechtlehrer als auch der Schüler fördern und sagen, okay, das ist zwar schön, aber ich kriege das einfach nicht hin. Für mich ist das unangenehm, ich kann das nicht, ich mache das lieber so. Das kann durchaus sein, das muss natürlich aber eben auch zweckmäßig sein und den Regeln der Kunst irgendwo entsprechen und keine Nachteile am Ende bringen. Wir wollen uns deshalb jetzt verschiedene Standardgriffe anschauen oder überhaupt verschiedene Griffe und ich zeige euch, welchen Griff ich am liebsten für die Einhandwaffen nutze und erkläre auch gern, warum ich das mache. Viele kennen wahrscheinlich die Griffe oder die Varianten des Greifens der Einhandwaffe mit dem Daumen oben drauf. Das ist eine Variante, die wir auch schon sehr früh finden. Weniger in den mittelalterlichen Quellen, sondern mehr in den Quellen zum Beispiel um Paulus Hector Meyer, wenn die Leute später einen Dussack haben. Das erklärt diese Griffweise auch so ein bisschen. Denn ihr werdet sehen, bei dieser Waffe bietet sich diese Griffweise deshalb an, weil wir keinen Widerstand für den Daumen haben. Wir können also den Daumen oben drauf legen, ohne dabei, wenn wir zum Beispiel einen Stoß führen und abrutschen würden, mit dem Daumen irgendwo dagegen stoßen zu müssen, was zum einen sehr schmerzhaft ist, zum anderen aber eben auch schwere Verletzungen herbeiführen kann. Wenn ihr zum Beispiel einen Stoß macht, trefft auf Widerstand und die Waffe würde rutschen und ihr stoßt volle Wucht mit Ausfall, mit der ganzen Körperenergie, mit dem Daumen gegen den Widerstand, wie etwa eine Kreuzstange oder auch zum Beispiel eine ungepolsterte Glocke, dann könnt ihr euch auch den Daumen brechen, zumindest eine Sehne reißen oder etwas zerren. Und das wollen wir natürlich nicht, die Gesundheit geht vor. Es wundert also daher nicht, dass man bei einem Dussack durchaus eine solche Halteweise hat oder auch später bei Säbeln, wo der Abstand vom Daumen zur Glocke zum Beispiel größer ist oder die Glocke eben auch wirklich gepolstert ist, um genau da den Daumen zu schützen. Das heißt, der erste Griff, den möchte ich schon mal damit, ohne auf die anderen Finger eingehen, von meinem Standardgriff unterscheiden, indem einfach nur der Daumen oben auf dem Rücken der Griffschale aufsitzt. Mein Standardgriff, weil ich eben auch sehr viel mit Waffen arbeite, die Kreuzstangen haben, wie etwa dem Messer und dem Einhandschwert. Mein Standardgriff kann man sich zum einen so merken, dass er erstmal sehr nah am Knauf ist. Das heißt, mir ist dabei wichtig, dass der kleine Finger möglichst nah am Knauf aufsitzt und der Knauf schön in, ich sage immer das Fleisch, hier in das Fleisch des Handbeins übergeht. Sodass es wirklich so eine kleine Symbiose zwischen Hand und dem unteren Handbereich und Griff und Knauf ergibt. Dann wird die Waffe hauptsächlich von den letzten 3 Fingern, den untersten 3 Fingern gehalten und Daumen und Zeigefinger können eigentlich als Test, ob man das Schwert sehr stabil in der Hand hält, locker gehalten werden. Was ihr hier auch sehen könnt, was Joachim Meyer zum Beispiel im langen Schwert sehr schön beschreibt, ist, dass die kurze Schneide in Verlängerung zwischen Daumen und Zeigefinger durch die Hand läuft. Das ist ein Unterschied, wenn man den Daumengriff hätte, dann würde die kurze Schneide durch den Daumen laufen, was Meyer auch beschreibt. Also er nennt eben auch schon beide Griffe und sagt, die kurze Schneide kann durch den Daumen laufen oder zwischen Daumen und Zeigefinger. Je nachdem, was man eben für einen Griff auch hat oder benötigt gerade. Gut, das heißt, wir können uns diese Griffvariante so merken, die kurze Schneide läuft hier durch. Man kann sich aber auch merken, dass man zum Beispiel das Schwert einfach mal festhält am Anfang und von oben drauf greift, sodass wirklich der Rücken des Griffes in der Mitte der Hand liegt und man umgreift es dann einfach erstmal fest. Das ist das, was viele Hammergriff nennen, ist aus meiner Sicht bei manchen Waffen und bei manchen Techniken auch sehr notwendig. Aber wir wollen uns an einen etwas lockeren Griff am Anfang gewöhnen, um auch
Kraft und Energie zu sparen. Das heißt, wir müssen uns die kurze Schneide merken. Die letzten 2 bis 3 Finger halten die Waffe. Daumen und Zeigefinger können sehr locker sein, können sich hier auch berühren, so wie das für euch angenehm ist und auch je nachdem, wie lang euer Griff ist. Der Griff dieses Einhandschwertes ist zum Beispiel nur deshalb etwas länger, weil wir natürlich auch Schutzausrüstung tragen. Also ich zum Beispiel meinen Schutzhandschuh dann noch drüber habe und dann würde ich das Schwert nicht mehr ordentlich greifen können. In der Regel wäre der Griff also locker 2 cm bis 3 cm kürzer. Das haben wir auch bei historischen Originalen so. Gut, das ist also unser Griff. So würden wir die Waffe jetzt halten. Die Armstellung habe ich jetzt noch nicht bedacht. Es geht jetzt erstmal nur darum, wie halte ich die Waffe. Ich zeige euch das auch nochmal von der Außenseite. Das heißt, wenn ihr den Arm streckt und schaut, dann könnt ihr auch hier noch sehr gut erkennen, wie die kurze Schneide zwischen Daumen und Zeigefinger durchgeht. Das ist bei mir an der Schule der Standardgriff für die Einhandwaffe. Die Waffe wird sehr locker gehalten und der feste Griff folgt erst, also wirklich das Festhalten der Waffe, kurz bevor die Waffe zum Beispiel beim Stoß auftrifft oder eben beim Hau auftrifft. Dann wird die Waffe fester gehalten. Es gibt, wie gesagt, auch noch den Hammergriff, wo man die Waffe sehr festhält, sehr steif ist mit den Fingern. Die wird vor allem bei sehr schweren Waffen wird diese Griffvariante genutzt und eben auch bei besonderen Waffen. Es gibt zum Beispiel sehr schwere Säbel und. Also ist sehr speziell. Man findet es auch in vielen Manuskripten bebildert dargestellt. Gut, und wie gesagt, dieselbe Variante mit dem Daumen oben drauf. Da ändert sich am Ende nicht viel, nur dass der Daumen eben oben drauf liegt. Einige Fechtmeister, gerade im Säbelfechten, schwören darauf, dass das sehr wichtig wäre, um in Hieben nicht zu flach zu werden, wie zum Beispiel in einem Mittelhau, sondern eben schön steil zu bleiben, weil der Daumen eben die entsprechende Haltung kontrollieren könne. Andere Meister sagen wieder genau das Gegenteil. Ihr müsst also für euch den perfekten Griff finden. Als Zusammenfassung merkt euch, der Daumengriff ist für Waffen mit Kreuzstange oder wo keine gepolsterte Glocke dran ist, extrem gefährlich. Würde ich jetzt hier zustoßen, ich habe hier meinen Pfosten, dann seht ihr das mal, und würde jetzt abrutschen, dann drückt mein Daumen hier dagegen und das ist extrem schmerzhaft und kann eben zu schlimmen Verletzungen führen. Das gleiche mit dem Dussack. Als Beispiel, ich stoße zu und ich rutsche ab. Passiert aber trotzdem mit meinem Daumen nichts. Ist also eine sehr viel angenehmere Variante. Gut, ein weiterer Griff ist der sogenannte Daumengriff. Den gibt es vor allem in den Fechtbüchern des 15. und frühen 16. Jahrhunderts in der deutschen Schule. Das heißt, wenn wir verschiedene Huten einnehmen, dann drehen wir das Handgelenk ein und legen dabei, während wir das machen, den Daumen auf. Das heißt, ich stehe in meiner Fechtstellung zum Beispiel, habe den Arm leicht gebeugt, möchte mich jetzt mit der langen Schneide verteidigen, drehe die dazu ein und nutze jetzt den Daumen auf der Fläche, entweder auf der Fläche des Schwertes, der Klinge, das kann durchaus passieren, oder auf der Fläche des Griffes und im Teilbereich der Kreuzstange, je nachdem, was ihr halt für eine Waffe habt. Das ist eine sehr wichtige Griffvariante. Für den Rechtshänder auf der linken Seite, für den Linkshänder auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite sieht es beim Rechtshänder dann etwas anders aus, das heißt, oder ähnlich, die Waffe wird nach rechts gedreht, aber man sieht den Daumen kaum, weil der unten liegt. Gibt es auch bei den oberen Huten, dann liegt der Daumen auch von unten auf und das Gewicht der Waffe wird ein bisschen dadurch mitgehalten. Ist angenehmer. Gut, das heißt, wir haben jetzt grundsätzlich 4 Griffe. Unseren Standardgriff, schön locker. Dann den Hammergriff, etwas fester oder extrem fest. Den Griff mit dem Daumen auf dem Rücken. Und den Daumengriff auf der Fläche. Das sind so die grundlegenden und wichtigsten Griffvarianten, die ihr bei der Einhandwaffe habt. Und wir werden immer wieder im Training darauf eingehen und ich werde die Griffarten nochmal dann besonders erwähnen, wenn sie eben auch dran sind. Sie sollten euch aber schon mal bekannt sein, weil ihr sie natürlich auch jederzeit üben könnt.